Bei Ihnen ist es ja so, dass Sie seit einiger Zeit, ich weiß gar nicht seit wann, das werden Sie mir gleich sagen, diese Schuhe ja auch im Handel vertreiben. Vorher war das ja eine eigene Geschichte. Seit wann kann ich die Schuhe im Handel kaufen und was ist der Hintergedanke? Also wir haben ja also seit der Gründung 1982 ganz lange den Vertrieb in unseren eigenen Filialen, über unseren Webshop, über unseren Katalog betrieben Ja. und wenig über den Handel, weil das Produkt doch sehr beratungsintensiv war. Wir haben viel natürlich dann von unseren Kunden über diesen direkten Vertrieb lernen dürfen in der Ja. Zeit. Wir haben jetzt 21 Filialen und sehen, dass wir eigentlich vom Markt wiedergespiegelt kriegen, einen deutlich höheren Bedarf haben, und zwar auch dort, wo wir nicht mit den Filialen vertreten sind. Und wie Sie sagen, die Probleme sind einfach da. Ab einem gewissen Alter wird das Bindegewebe schwächer und man sucht dann nach Lösungen, Ja. die einem dann eben Probleme wie Rückenschmerzen oder wie Belastungen in den Knien und Wirbelsäule, Nackenschmerzen und so weiter vermeiden. Und da ist unser Thema natürlich auch bei der heutigen Demografie. Diese Zielgruppe, die wächst ja, die dann so Ü50 dann stattfindet und sagt, jetzt ich muss mir mal was suchen, was zum einen gut aussieht und zum anderen mir meinem Körper aber entsprechend das bietet, was er jetzt in meiner Altersgruppe dann auch braucht. Und da haben wir uns entschieden, den Handel ähm, anzusprechen und mit dem Handel jetzt etwas zu erarbeiten, wo wir auf beiden Seiten sehen können, ja, der Handel, der hat ein Netzwerk, was wir im Moment nicht haben. Und wir haben aber eine Marke, die ist bekannt, die hat eine Weiterempfehlung oder Wiederkaufsrate von 94%, was extrem gut ist. Ja, also wer einmal den Bärschuh gekauft hat, der kauft ihn wieder. Und von dem her ist es auch so ein gewisses Gewohnheits- oder Suchtverhalten vom Kunden, weil wenn man einmal den bequemen, breiten Schuh anhatte, der eben die Zehenfreiheit bietet, dann geht man nicht mehr zurück in seine Ja. anderen Schuhe. Und das ist das, was für den Handel, denke ich mal, hoch attraktiv ist, auch am Anfang mit dabei zu sein, wo wir uns jetzt dem Handel gegenüber öffnen, um zu sagen, wenn der Kunde jetzt mal da einmal reingeschlupft ist und die Marke ist bekannt, die hat eine hohe Weiterempfehlung. Viele kommen und sagen, Mensch, wenn Sie einen Laden bei mir hätten, dann hätte ich den Schuh schon lange gekauft, weil meine Bekannte und Familie das schon trägt, aber ich würde es doch gern probieren. Das ist so für uns die Chance, über das Handelsnetzwerk näher am Kunden zu sein und dem Handel hier selber etwas zu bieten, was keine neue Marke ist, die man dann skeptisch betrachtet, sondern etwas, was bereits etabliert ist. Mhm. Und ich finde, es ist ja ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Das heißt, ich kann es mir im Grunde nur da vorstellen, wo eben auch wirklich Verkaufsmitarbeiter dahinter stehen, dieses Produkt auch erklären können. Deshalb frage ich Sie einfach mal, welche Händler finden Sie für Bär geeignet? Mhm. Wer könnte das führen? Und gleich als Anschlussfrage noch dazu, was machen Sie für die Händler, damit sie das eben so gut erklären können, dieses Produkt, so wie Sie es mir eben erklärt haben? Ja, ja, es gehört also schon Mhm. etwas Know-how, aber auch der Wille dazu, dem Kunden was Gutes zu tun und auch Mhm. sich mit dem Fuß und dem Körper und den Eigenschaften auseinanderzusetzen. Da sind wir natürlich jetzt gerade bei den Händlern, die sowas sowieso schon tun, sehr gut vertreten. Da werden wir auch am meisten nachgefragt im Mhm. Moment. Die sagen, ich verkaufe Einlagen und ich habe eine Einlagenmanufaktur bei mir im Laden Mhm. drin, und da kommen Also so viele Bärschuhe. Komfortschuh und vielleicht noch orthopädischer Genau. Meisterbetrieb dazu. Das Ja, ist eine ideale Kombination, ne? genau, ja, Mhm. also da geht es dann um das Mhm. Verkaufen. Letzten Endes sind wir darauf nicht limitiert. Das ist ein Ja. toller Einstieg, und weil man da eben auch sagt, ja, man muss ein bisschen mehr Mhm. sprechen für einen Bärschuh, aber wenn der Kunde einmal im Schuh steht, und dann wird es wieder attraktiv für alle anderen, die eben nicht so tief in der Orthopädie drin sind, wenn man einmal im Bärschuh gestanden ist, man zieht den nicht mehr aus. Mhm. Ja, und das ist eigentlich der Fakt, wo ich sage, man sollte sich mit der Anatomie, mit der Biomechanik auskennen, mit Füßen Mhm. sowieso. Aber letztendlich geht es darum zu sagen, wenn ich den Kunden in der Lage bin, in den Schuh reinzubringen, Mhm. und da bieten wir ganz viele Ideen und Möglichkeiten in der Schulung von unserer Seite auch, wie kann ich das sowas verkäuferisch lösen, Ja. was wir dem Handel vermitteln können. Wir können Webinare machen dazu, wir haben Handelsvertreter, die das erklären. Wir bieten auch den Service, wenn Verkaufsveranstaltungen sind, dass unsere Mitarbeiter dorthin gehen und den Mhm. Bärschuh dann auch So 'n erklären. klassischer Bärtag oder so könnte man sich vorstellen. Mhm. Sie haben das gerade auch schon angesprochen, Sie machen das auch online über Webinare.
Ich denke, das ist auch ganz beliebt, ne, weil einfach da kann man dann mehrere erreichen. Ja, Und dennoch glaube ich immer wieder, dass der Schuhkauf doch auch was ganz Persönliches ist, was Emotionales ist, wo man den Schuh nicht nur in die Hand nimmt und ihn natürlich auch anprobieren will. Und deshalb denke ich, ist das wirklich ein Produkt, klar, was online funktionieren kann, weil es ein Standard ist, ne, den man immer wieder kauft. Aber sie haben ja auch immer wieder viele Neuentwicklungen. Ich denke da gerade an das, was Sie mir über den Wanderschuh berichtet haben. Und insofern sage ich mal, schon ein Produkt eben durch Innovationen gestützt, was eben sehr, mhm. sehr gut für den Schuhfachhandel geeignet Ja, ist. ja, Ne? Ja. absolut. Und Mhm. Sie sagen es richtig, der direkte Kontakt, den der Fachhändler ja zum Kunden sowieso pflegt, das ist Ja. schon ein Branchenthema, was einen großen Vorteil bietet. Vor Mhm. allem eben da, wo wir uns sehen und was auch zukunftsfähig ist, dem Kunden den Mehrwert eben der persönlichen Beratung zu bieten. Ja. Ja, wir sind natürlich aufgestellt, dass wir sagen, wo der Kunde uns sucht, und wenn es nachts um 2 ist, dann findet er uns eben im Web. Das heißt Mhm. aber nicht, dass er dann eben nicht eine Beratung bei einem Fachhändler in seiner Nähe sucht, um zu sagen, ich habe hier ein spezielle Fußeigenschaften, sei es ein Hallux valgus oder ein Senkfuß, Mhm. welches Bärmodell wäre da jetzt geeignet? Und da bieten wir zum einen mal diese Beratung, die man dann aber auch online natürlich auch abrufen Mhm. kann. Wir machen das schon lange mit unseren Filialen, Ja. auch im Dialog. Ja. Eben nicht nur als Video, sondern wirklich mit Frage-Antwort, dass wir auch erkennen, wo sind denn die Sehr Probleme, wo sind die gut. Fragen. Mhm. Und dann gehen wir natürlich auch raus, und die Zukunft ist dann auch so, dass wir unseren 3D-Fußscanner mit unserem Konzept Scan to Fit auch in den Handel bringen werden. Wir Ja. machen das im Moment über die eigenen Filialen in der Testphase, den Mhm. Fuß dreidimensional zu Ja. scannen, Größen festzustellen und dann aber auch zu sagen, welcher Schuh von Bär würde jetzt genau auf diesen Fuß am besten passen. Das ist ein Thema, was ich denke, für den Handel wird das sehr attraktiv, wenn wir es dann in den Rollout nehmen. Ja.